Der echoende Abgrund. Die alte Irrenanstalt war seit über 50 Jahren verlassen, doch ihre Präsenz lag noch immer wie ein verwesener Körper über Dunkelwald, der sich weigerte zu verfallen. Die Stadtbewohner sprachen nur mit gedämpften Stimmen über die Dinge, die dort lauerten, Schatten, die sich bewegten, wenn niemand hinsah. Niemand wagte es, hineinzugehen. Bis jetzt. Dr. Anna Schneider zog ihren Mantel enger um sich, während sie vor der verfallenen Fassade der Dunkelwald-Irrenanstalt stand. Das gewaltige Gebäude schien die kalte Nachtluft einzuatmen. Die zerbrochenen Fenster wirkten wie leere Augenhöhlen, die in den Abgrund starrten. Jahrelang hatte sie Legenden verfolgt und urbane Mythen mit Wissenschaft entlarvt. Doch dieser Ort war anders. Die verschwundenen, die verstohlenen Erzählungen, die Warnungen, die in die Wände der Stadt eingeritzt waren, all das deutete auf etwas hin, das mehr war als bloßer Aberglaube. Langsam trat sie vor. Die Tore, die jahrzehntelang verrostet und unbeweglich gewesen waren, öffneten sich unter einem klagenden Kreischen, als würden sie willkommen heißen. Die Luft im Inneren war dick und legte sich wie unsichtbare Hände auf ihre Lungen. Mit jedem Schritt in die Anstalt vertiefte sich die Stille, nicht einfach nur die Abwesenheit von Geräuschen, sondern ein lauerndes, lauschendes Schweigen. Dann, in der Ferne, quietschte eine Tür von selbst auf. Sie war nicht allein. Der Eingang der Anstalt glich einem aufgerissenen Maul, bereit, sie zu verschlingen. Kaum hatte sie die Schwelle überschritten, wurde die Luft kälter und schwerer. Die Stille war nicht leer, sie horchte. Während sie die langen, abblätternden Korridore entlang ging, flackerte ihre Taschenlampe. Unter dem dumpfen Rauschen in ihren Ohren glaubte sie, leise Flüsterstimmen zu hören, die ihren Namen riefen. Dann sah sie es, eine Tür mit der Aufschrift Station B13. In den offiziellen Plänen der Anstalt existierte sie nicht. Sie hätte nicht hier sein dürfen. Und doch war sie nicht verschlossen. Anna drückte die Tür auf und enthüllte einen schwach beleuchteten Raum. Die Wände waren mit alten Krankenhausbetten gesäumt, aber sie waren nicht leer. Gestalten saßen aufrecht, die Rücken zu ihr gewandt. Die Luft war abgestanden, dennoch hörte sie leises Atmen. Als sie einen Schritt näher trat, drehten alle Gestalten gleichzeitig ihre Köpfe. Ihre Augen waren hohle, schwarze Gruben, die jedes Licht verschlangen. Ihre Münder öffneten sich, doch kein Laut drang heraus. Stattdessen erfüllte ein tiefes, kehliges Flüstern den Raum. Du hättest nicht kommen sollen. Anna taumelte zurück, ihr Herz hämmerte in ihren Ohren. Die Wände um sie herum begannen zu pulsieren, als wäre die Anstalt lebendig. Ein stechender Schmerz fuhr durch ihren Schädel, und zum ersten Mal in ihrem Leben spürte sie eine Angst, die alles übertraf, was sie je gekannt hatte. Eine neue Stimme erhob sich über das Flüstern, tief und befehlend. Du wolltest die Wahrheit. Jetzt wirst du ein Teil von ihr. Die Gestalten erhoben sich, ihre Bewegungen ruckartig und unnatürlich. Der Boden unter Anna brach auf und gab einen Abgrund aus wirbelnder Dunkelheit preis. Sie schrie, aber der Lauf verließ den Raum nicht. Sie versuchte zu fliehen, doch die Schatten bewegten sich schneller. Hände, nicht aus Fleisch, sondern aus reiner Dunkelheit, schossen aus den Wänden hervor und packten ihre Glieder. Die Luft wurde eiskalt, ihr Atem bildete weiße Wolken in der Dunkelheit. Das Flüstern schwoll zu einem ohrenbetäubenden Chor verlorener Stimmen an, die durch ihren Verstand hallten. »Hilfe!« schrie sie, doch ihre Stimme wurde vom Abgrund verschluckt. Sie krallte sich am Türrahmen fest, aber der Raum hatte sie verändert. Es gab keinen Ausgang mehr. Nur Dunkelheit, nur sie. Das Letzte, was sie sah, war ihr eigenes Spiegelbild im Abgrund. Ihr Gesicht, vor Angst verzerrt, aber ihre Augen waren hohle, schwarze Gruben. Am nächsten Morgen bemerkten die Stadtbewohner etwas Merkwürdiges, als sie an der Anstalt vorbeigingen. Die rostigen Tore waren nicht mehr offen. Die Luft war schwerer, als hätte sich etwas verändert. Tief in der Anstalt, in Station B13, saß eine neue Gestalt unter den anderen. Die Augen leer, die Lippen bewegten sich in stummem Gebet. Dr. Anna Schneider hatte die Wahrheit gefunden. Und nun würde sie niemals wieder gehen.